Auch wenn wir schon einige Male am Geiranger Fjord waren, eine Fahrt dorthin lohnt sich immer. Vom Campingplatz aus sind es gut 85 Kilometer bis Geiranger und weitere 75 Kilometer bis zum Trollstigen. Da das Wetter anhaltend schön ist, machen wir uns auf. Nach 65 Kilometern geht es auf die 63 hinauf zur gut 1000 Meter hohen Djupvashütte. Danach geht es durch eine wunderschöne Landschaft weiter zum 350 Meter hoch gelegenen Flydalsjövet. Das kleine grüne Auto kommt nicht etwa vom Mars. Es ist ein Elektromobil, das man sich fürs Sightseeing ausleihen kann. Oh, da ist ein Plätzchen frei. Scheint ein guter Aussichtspunkt zu sein. Die kleinen grünen Elektroautos treffen wir immer häufiger an. Man sitzt etwas beengt hintereinander und die hintere Person hat nur sehr eingeschränkte Sicht. Aus den früheren Besuchen wissen wir, dass am Flydalsjövet der Parkplatz von den vielen Bussen meistens blockiert ist. So parken wir kurz vorher. Neu für uns sind die Doppeldeckerbusse, die man aus Stadtrundfahrten kennt. Hier gibt es jetzt Geiranger Rundfahrten. Man kann den Bus an den Stationen verlassen und beim nächsten wieder zusteigen. Heute liegen 2 Kreuzfahrtschiffe und ein Schiff der Hurtigruten im Fjord. Da werden sich wohl so um die 3000 Leute in dem kleinen Ort Geiranger ergießen. Angesichts der Kreuzfahrtschiffe haben wir einen größeren Trubel erwartet, aber es hält sich in Grenzen. Ein bisschen warten müssen wir schon, um einmal auf dem Fjordseetit Platz nehmen zu können. Dieser Sitz wurde 2003 von Königin Sonja eingeweiht. Inzwischen tummeln sich doch ein paar mehr Touristen auf dem Flydalsjövet.
Wir fahren weiter auf der 63 in Richtung Trollstigen. Bei Eidsdal müssen wir die Fähre in Richtung Linge über den Norddalsfjord nehmen. Wir kommen am Gudbrandsjuwet vorbei. Es stehen noch einige Reisebusse hier, aber für deren Besucher ist die Rückfahrt angesagt. So können wir die Attraktion in aller Ruhe anschauen. Die Schlucht wurde nach einem Mann namens Gudbrand benannt, der hier der Sage nach im 16. Jahrhundert mit einer geraubten Braut vor seinen Verfolgern flog. Die Installation der Wege aus Eisen und Beton hinterlässt bei uns einen zwiespältigen Eindruck. Die Schlucht ist 5 Meter breit und bis zu 25 Meter tief. Wir fahren weiter in Richtung Trollstigen und kommen auf einen Parkplatz mit dem Schild Öfstestölen. Es ist ein bei Anglern beliebtes Gebiet mit 5 Forellenseen. Die Straße zum Trollstigen führt wieder durch eine einmalig schöne Landschaft.
Parkplatz am Trollstiegen ist für den großen Ansturm gerüstet. Es ist schon später Nachmittag und es stehen nur noch wenige Busse hier. Ja klar, logisch. Guck, hier stehen nämlich auch ein paar Busse hier. Wir stehen am Wasserfall des Stiegfossen und schauen auf die Aussichtsplattform. Die befindet sich 200 Meter über der Straße und bietet eine atemberaubende Aussicht. Der Trollstiegen wurde 1936 fertiggestellt und überwindet 400 Meter Höhe. Die Straße ist schmal und die Hanarer Kurven sind eine Herausforderung für Busse und Pkw. Schauen wir uns das einmal an. Es ist jetzt kaum noch Verkehr und wir können in aller Ruhe hinunterfahren. Selbst die kleine Haltebucht unterhalb des Wasserfalls ist frei. Hier herrscht sonst das Chaos.
Wir können in aller Ruhe einige Aufnahmen machen. War das sonst immer so voll? Ja. Konnten wir immer nicht. Kann man ja nochmal. Den Wasserfall hier. Und so Von hier unten sieht die Aussichtsplattform noch spektakulärer aus. guckt nicht mehr so viel hier. Es ist spät geworden. Wir haben für diese Tour rund 5 Stunden gebraucht. Daher entscheiden wir uns, nicht die gleiche Strecke zurückzufahren, sondern die E136 bis Dombos und weiter zum Campingplatz. Das sind allerdings auch noch einmal 200 Kilometer. Ein schöner Sonnenuntergang begleitet uns auf dem Weg zum Campingplatz.